Servus Leute und willkommen bei einem neuen Video auf dem YouTube-Kanal von E-Mountainbike News. Heute für euch das neue Santa Cruz Valla, das neue E-Bike von Santa Cruz mit 160 mm an der Front, 150 am Heck und unschwer zu erkennen, kein VPP-Hinterbau mehr. Das Ganze ist jetzt ein Viergelenker. Wir haben natürlich auch den neuen Bosch Gen 5 CX Motor drin. Alles weitere dazu erfahrt ihr in diesem Review. So, ich bin jetzt hier in Kalifornien, wurde eingeladen von Santa Cruz, um das neue Valla zu testen. Das neue Valla ist ein Trail E-Mountainbike, also wir haben 160 und 150 mm am Heck. Das Fahrrad hier wird auf lange Sicht das Heckler ersetzen. Es ist sozusagen Full Power, neues Full Power EMTB von Santa Cruz. Es hat in der Ausstattung, wie ihr es hier sehen könnt, Transmission verbaut. So haben wir es auch getestet, XO Transmission. Wir haben natürlich Reserve Carbonlaufräder drauf. Wir haben Maven-Bremsen. Also alles, was man eigentlich braucht, um irgendwie ordentlich auf dem Trail zu shredden. Das ist jetzt nicht mein Testbike. Ich habe mir gerade ein anderes geschnappt für das Video. Interessante Info, gerade für große Leute. Das XL, was ich eigentlich teste, hat sogar eine 240er Dropper Post verbaut, also die V3 von One-Up Components, was für mich natürlich ein mega Vorteil ist oder für jeden, der natürlich groß gewachsen ist oder lange Beine hat und möglichst viel Hub haben will. 240 mm Hub jetzt verbaut beim neuen Santa Cruz. Mega gut. Alle weiteren Details, was die Ausstattung angeht, findet ihr natürlich in unserem ausführlichen Artikel. Da werde ich jetzt nicht ganz so viel drauf eingehen. Wie ihr sehen könnt, ich habe hier ein Fox Factory Fahrwerk, wie besprochen, die Transmission, Schwalbereifen, auch das erste Mal bei Santa Cruz. Schaut in den Artikel für alle weiteren Ausstattungsmerkmale. So, im Detail, was ist neu am Valla? Ich meine, es ist natürlich ein ganz neues Konzept, es ist eine ganz neue Plattform. Wir haben, wie ihr sehen könnt, kein VPP-Hinterbau mehr. Es ist jetzt ein Viergelenker. Er ist etwas weniger progressiv, wurde mir vorhin erklärt. Er ist auf jeden Fall so ausgelegt, dass man immer noch ein Santa Cruz Feeling haben soll auf dem Fahrrad. Das kann ich auch so unterschreiben. Also ich habe mich draufgesetzt, habe mich direkt wohlgefühlt. Standard Setup gemacht, 30% Seig hinten, den passenden Luftdruck eingestellt an der Gabel und es konnte direkt losgehen. Und ich musste eigentlich auch während der Fahrt, während unserem Testride heute auch nichts mehr anpassen. Genau, wir haben das Bosch-Aggregat, den Bosch Gen 5 verbaut. Den bin ich jetzt schon mehrfach gefahren und auch hier in diesem Fahrt bestätigt sich wieder, er ist einfach noch mal geiler als das Vorgängermodell. Er hat ähnlich viel Power. Also da hat sich nicht so viel dran getan, aber alles drumherum ist einfach geiler. Das heißt, er ist deutlich leiser. Das Fahrrad hier ist mega leise. Wenn du während dem Uphill quatscht und dich unterhältst, spürst du gar nicht oder hörst du gar keinen E-Mountainbike-Sound. Du konzentrierst dich eher auf die Umgebung, weil es wirklich super leise ist. Des Weiteren muss man sagen, auch das Fading oben raus, das heißt also, wenn ich über die 25 km/h hinaus pedaliere, ist deutlich besser geworden. Das heißt, du fährst nicht gegen eine Mauer und spürst das, sondern es fadet halt langsam aus. Ja, alles Weitere dazu lest ihr natürlich auch im Test. Viel wichtiger für die meisten ist natürlich, wie fährt sich das Fahrrad generell auf dem Trail. Ich würde trotzdem noch mal anfangen mit dem Uphill. Wir hatten hier ein paar technische, sehr enge und vor allem sehr rutschige Climbs, weil hier ist es super trocken auf den Trails. Also es ist richtiger Sandboden. Auch viele enge Kurven, viele kleine Stufen und so weiter. Und mit dem Fahrrad hier ging das wirklich super gut. Ich bin überall hochgekommen. Da ist natürlich auch der Bosch ausschlaggebend für, weil einfach die Kraftentfaltung einfach super homogen ist und sehr angenehm. Man kann es einfach noch besser nutzen. Die Power, die das Bosch-Aggregat hier auf den Boden bringen will. Ansonsten Downhill. Also, wie verhält sich das Fahrrad bergab? Ich muss dazu sagen, ich habe mir leider vor ein paar Tagen bei einem Crash die Rippen geprellt. Also ich konnte nicht so richtig Gas geben. Ich konnte natürlich ein bisschen cruisen und das war auch alles cool, aber so richtig draufhalten ging leider nicht. Also, wie fährt sich das Fahrrad bergab? Bergab, absolute Rakete, muss ich sagen. Es ist vor allem super verspielt, super agil dabei. Das war auch wohl das Ziel bei der Entwicklung. Deswegen gibt es das Fahrrad auch nur als Mallet-Bike. Das heißt 29 vorne, 27,5 hinten. Es ist keine Option da, um hier ein 29er Hinterrad einzubauen. Das gibt schon allein hier der Reifenfreiheit nicht her. Ja, es fährt sich super agil, es hat eine schöne Plattform, in die man reindrücken kann, gerade in Anliegern oder auf Absprüngen. Ich konnte natürlich jetzt nicht so richtig ballern, allein durch die Rippenprellung und auch keine größeren Sprünge senden, die es hier gibt. Es war ein bisschen traurig, aber was soll man machen? Dennoch, das Fahrrad ist für mich ein super verspieltes
Trail Ballerbike. Das heißt, du kannst damit wirklich reinhalten, du kannst damit Rough Trails fahren, aber du kannst auch super verspielt auf kleinen Flowlines oder auf Jumplines fahren. Ich denke mal, das ist die größte Stärke dieses Fahrrads. Noch ein paar weitere Details, die für euch wichtig sein können. Das Fahrrad gibt es wieder im klassischen C-Carbon-Layup und im CC-Carbon-Layup. Der Unterschied ist, dass C-Bike ist dafür ausgelegt, dass man eine manuelle Schaltung fahren kann. Heißt also, man kann Leitungen auf der linken und der rechten Seite vom Steuerrohr durch den Rahmen fädeln, zum Schaltwerk oder eben zur Dropperpost. Beim CC-Rahmen ist das nicht der Fall. Das heißt, man hat nur einen Eingang und der ist für die Dropperpost. Man setzt hier voll auf elektrisches Schalten. Das kann für den einen oder anderen Vor- und Nachteil sein, aber ihr habt beide Optionen auf jeden Fall. Der 600 Wattstunden Akku, der hier bei dem Fahrrad verbaut ist fest verbaut. Man kann ihn nicht so einfach entnehmen. Es gibt natürlich den 250er Range Extender von Bosch dazu. Also man hat insgesamt bis zu 850 Wattstunden Akkukapazität. In dem Fall, ja, die Option auf den 800er Akku ist nicht gegeben. Man wollte einfach eine schlanke Silhouette beibehalten und einfach auch ein leichtes Bike haben am Ende. Weiteres interessantes Detail sind die zwei Flipchips, die wir haben hier am neuen Santa Cruz Valla. Und zwar haben wir wie gehabt einmal die Low- und High-Einstellungen, also damit kann ich den Sitzwinkel oder den Lenkwinkel zum Beispiel anpassen und eben die Bottom Bracket Height, also die Höhe des Tretlagers. Dazu gibt es dann nochmal einen zusätzlichen Flipchip, der ist hier unterhalb des Dämpfers, der bestimmt die Progression. Also man kann sozusagen die Progression etwas erhöhen und damit noch ein bisschen mehr Gegenhalt generieren im Fahrrad. Das Valla kann ebenfalls mit einem Coilshock ausgestattet werden, also ihr müsst keinen Airshock fahren, das ist auch schon ziemlich cool. Der Rahmen des Vallas ist genau wie bei anderen Santa Cruz Bikes steifigkeitsoptimiert je Rahmengröße. Das heißt, ein S-Rahmen ist etwas weniger steif oder das Carbon-Layup ist etwas anders als das von einem XL oder XXL-Bike, wo einfach längere Rohre, längere Hebel und eben auch größere Kräfte wirken durch schwerere Fahrer. Also ihr habt im Endeffekt für jede Rahmengröße ein anderes Carbon-Layup, was sich auf die Steifigkeit des Rahmens auswirkt.